Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Wir sitzen mal wieder im neuen Mazda CX-5 und in dem Video erkläre ich euch, wie ihr eure Sitzposition inklusive Spiegel, Head-Up-Display, aber auch von allen anderen möglichen Fahrern abspeichern könnt, wo ihr die findet, wie ihr das konfigurieren könnt. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, also in diesem Video Thema Fahrersitzposition einstellen, abspeichern. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich als Fahrer, sondern eben verschiedene Fahrer oder Nutzer des Fahrzeugs, sodass jeder eben im Endeffekt, wenn er ins Auto einsteigt, immer die Position hat, die er vorher sich ausgesucht hatte. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir müssen hier in unser Hauptmenü rein und da gibt es eine wichtige Taste, das ist dieses kleine Auto hier oben unten. Und wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr so in die wichtigsten Funktionen. Finde ich richtig schön gemacht, so das da oben. Und wir brauchen jetzt hier das Menüpunkt oder den Menüpunkt Fahrerposition. Und wir haben jetzt hier einen Humura, das heißt, das ist ein sehr voll ausgestattetes Auto mit dem sogenannten Driver Personalization System. Das heißt, da kann man sogar die Sitzposition auf das Gesicht, ähnlich wie bei einem Smartphone, abspeichern, aber nicht nur die Sitzposition, sondern eben auch die kompletten Menüpunkte, die ihr euch einstellt, wie Ton, Klimaanlage und so weiter, aber eben auch die Sitzposition. Es könnte also sein, dass wenn ihr beispielsweise jetzt ein Fahrzeug ohne dieses Driver Personalization System habt, dass jetzt hier Menüpositionen fehlen. Habt ihr ein Auto mit manueller Sitzverstellung, könnt ihr logischerweise keine Sitzposition einspeichern, weil das müsst ihr ja immer mit der Hand einstellen. Aber für alle, die im Endeffekt elektrische Sitze haben, ist dieses Video hier perfekt geeignet. So, und wenn ihr jetzt vielleicht schon mal irgendwie ein anderes Fahrzeug gefahren seid, ein Mazda oder ein anderes Modell, dann habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so Memory-Funktion schon kennt, irgendwo Tasten gehabt, wo ihr eure Lieblingssitzposition abspeichern könntet. Meistens waren das immer so 1, 2 Tasten, so wie 1 und 2. Bei Mazda waren die hier meistens links am Armaturenbrett oder am Sitz selber. Hat man auf die Taste gedrückt, hat sich der Sitz in die richtige Position gefahren. Das gibt es natürlich ganz genauso, eben hier in diesem Menü. So, wir sehen hier schon hinterlegt Position 1, Position 2, die sind jetzt noch grau, weil nichts abgespeichert ist. Was macht ihr also? Ihr setzt euch ins Auto rein, idealerweise so, wie ihr normalerweise fahren würdet. Also wenn ihr häufig mit Jacke fahrt, dann mit Jacke. Stellt euch den Sitz wirklich perfekt ein, hoch, runter, Lehne und so weiter. Ganz wichtig, auch die Spiegel einstellen, so wie ihr das eben möchtet und nicht zu vergessen auch das Head-Up-Display. Da müsst ihr nochmal in das andere Menü reingehen, um dann hier das Head-Up-Display einzustellen. So, und wenn das jetzt alles perfekt für euch passt, dann ist es jetzt Zeit, das abzuspeichern. Jetzt müsst ihr euch natürlich überlegen, ob ihr auf die Position 1 oder 2 wollt. Ich gehe jetzt einfach mal direkt auf die 1. Was macht ihr? Ihr geht aufs Plus. Fragt euch schon, wollen Sie jetzt diese aktuelle Position abspeichern? Ich gehe auf Speichern. So, ihr seht schon, Fahrerposition wurde gespeichert. Jetzt könnt ihr natürlich nicht wirklich viel merken, aber wir stellen uns mal folgende Situation vor. Ich verstelle mal so meinen Sitz so ein bisschen hoch, so, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Also ich steige jetzt ins Auto ein, habe ich jetzt mal eingesetzt, da war jemand vorher anders, der in dem Auto gesessen war. Ich gehe jetzt hier auf das Symbol, gehe auf Fahrerposition und suche jetzt hier meine erste Position, die ich abgespeichert habe. Und das Auto fährt jetzt alles in meine Richtung. Die Spiegel sind eingestellt, das Head-Up-Display ist eingestellt. Also eine schöne, angenehme Sache. Das Ganze könnt ihr jetzt zweimal machen, nämlich hier auf 1 und 2. Aber es geht noch einfacher und noch besser, finde ich persönlich. Ihr habt hier einen Schlüssel. Ihr könnt also diese Position, die ihr hier abgespeichert habt, natürlich auch auf den Schlüssel speichern. Hat folgenden Vorteil: Ihr müsst gar nicht in irgendein Menü reingehen und dann eine Taste drücken, sondern ihr steigt einfach nur mit dem Schlüssel ein, entweder keyless oder eben mit der Fernbedienung, und alles fährt schon in eure Position. Wie funktioniert das? Ihr stellt euch also einfach wieder hier euren Sitz ein, Spiegel, Head-Up-Display, wenn das gleiche ist, funktioniert das natürlich ganz genauso. Und dann haben wir hier unten den Punkt schlüsselgebundene Fahrerposition. Und da haben wir auch so ein kleines Plus. Ich nehme jetzt mal meinen Hauptschlüssel, den ich jetzt hier habe. Ich gehe jetzt hier aufs Plus. Dann sagt okay, also du brauchst jetzt deinen Schlüssel. Und dann muss man hier auf Link drücken. Und danach muss ich jetzt hier auf Öffnen drücken. So, und jetzt ist also auf diesem Schlüssel diese Position eingespeichert. Immer wenn ich jetzt einsteige mit diesem Schlüssel, wird der Sitz direkt hier perfekt auf mich eingestellt, die Spiegel eingestellt, das Setup-Display eingestellt. Also eine richtig coole Funktion, wie ich finde, habe ich auch in der Vergangenheit sehr, sehr gerne genutzt. Und für die Kunden, die jetzt beispielsweise eben das Driver Personalization System haben, genauso wie ich jetzt hier in diesem Auto, da bräuchtet ihr das jetzt auf den Schlüssel gar nicht machen, wird aber trotzdem gerne genommen. Warum? Wenn ihr euch jetzt beispielsweise reinsetzt, kann es ja sein, dass jemand, der vorher drin gesessen war,
sehr klein war. Das heißt, dann kommt ihr gar nicht so gut ins Auto rein. Steigt ihr dann mit eurem Schlüssel schon mal ein, fährt der Sitz schon mal in die richtige Position zurück. Dann werdet ihr im Endeffekt vom Gesicht erkannt und dann wird sich alles auf euch einstellen. Also man kann das auch schön miteinander kombinieren. Es gibt tatsächlich aber auch nochmal eine weitere Sache. Man kann so eine Art Komforteinstieg sich auch einstellen. Das kennt man vielleicht auch schon von anderen Mazda-Modellen. Das heißt, immer wenn ihr den Motor ausmacht, fährt der Sitz so ein bisschen zurück. Wenn ihr dann einsteigt, geht es auch wieder so ein bisschen zurück und fährt sich dann wieder ran, sodass man einfach bequemer einsteigen kann, um in diesen Situationen, die ich euch gerade geschildert habe, wenn man vorher jemand Kleines drin gesessen war, dass man einfach bequemer einsteigen kann. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Wir gehen dazu ins Menü, haben hier Einstellungen. Dazu gehen wir in die Einstellung vom Fahrzeug. Und dann gibt es hier einen Menüpunkt, der heißt Entry Exit Assist. So, geht ihr bitte drauf. Und hier haben wir eben die Möglichkeit einzustellen, wie stark das passieren soll. Im Moment ist es normal. Normal heißt also relativ stark schon zurückgefahren. Man kann das hier gut erkennen. Teilweise wäre eben nur die Hälfte der Strecke oder wenn ihr das eben nicht mögt. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen es nicht, wenn der Sitz dann erstmal hinfährt. Das kostet Zeit. Ist vor allem für die jetzt nicht so interessant, die beispielsweise eher beweglich sind und eben meistens immer selbst mit dem Auto fahren, also keine fremden Fahrer haben, dann würde ich sogar ausschalten. Und wenn man häufig wechselnde Fahrer hat, ist das auch eine nette Funktion, die ihr nutzen könnt. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der vielleicht wichtig ist. Wir hatten euch das auch schon in dem Einführungsvideo gezeigt, wo wir das Profil erstellt haben. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch auch assistieren zu lassen bei der idealen Fahrerposition. Hier habt ihr mit dem Stift die Möglichkeit, die aktuelle Position eben neu abzuspeichern oder aber zu löschen. Wir fangen nochmal komplett von vorne an. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Löschen. Wollen Sie wirklich das Fahrerpositionsprofil löschen? Ja. Okay, und jetzt nutzen wir gleich mal hier die automatische Einstellung, wie also das Auto euch empfiehlt, sich optimal hinzusetzen. Wir gehen mal hier drauf, Fahrerposition einstellen, die wird ja so ein bisschen durchassistiert. Das System sagt, hey, mach erstmal das Lenkrad auf, tu es möglichst rein, möglichst nach oben, damit es euch jetzt hier bei der Einstellung nicht behindert. Auch wenn es sehr weit vom Lenkrad entfernt ist, ist egal. Dann tippt ihr einfach auf OK. Dann gebt ihr bitte eure Körpergröße ein. Ich habe jetzt einfach mal meine hier schon eingegeben. Geht auf OK. Dann sagt euch, okay, ihr werdet jetzt gleich eure Augenhöhe scannen. Man sollte jetzt im Moment irgendwelche Gegenstände, die man irgendwie hat, also was weiß ich, zum Beispiel irgendwie eine Cappy, die tief hängt oder eine Sonnenbrille, jetzt mal wegtun, damit es eben die Augen richtig erkennen kann. Habe ich jetzt schon getan. So, hat es jetzt erkannt. Und jetzt sagt er, okay, jetzt wird gleich der Sitz auf meine perfekte, von ihm analysierte Position eingestellt. Gehe ich jetzt auf OK. Dauert es einen kleinen Moment, also er geht ein bisschen zurück. Ein bisschen höher, das passt jetzt auch für mich. Und jetzt hat er auch gleich die Spiegel eingestellt und auch das Head-Up-Display eingestellt, eben passend auf meine Körpergröße. Ich persönlich sitze jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Das Lenkrad ist natürlich jetzt zu nah dran. Ich kann mir das hier noch ein bisschen zu mir holen. So. Also so würde ich jetzt tatsächlich auch ganz gerne fahren. Von der Höhe passt das für mich eigentlich ganz gut. Kann aber natürlich sein, dass es jetzt für euch eben nicht passt. Dann müsst ihr euch das natürlich jetzt hier nochmal fein einstellen. Also so wie ihr das eben mögt. Könnt ihr Spiegel nochmal nachjustieren, später dann das Head-Up-Display nachjustieren. Und wenn ihr dann das Perfekte gefunden habt, geht einfach auf Speichern. Okay, so jetzt ist das Ganze erledigt und wir können jetzt hier natürlich auch nochmal diese sogenannte ideale Fahrerposition aufrufen. Das bedeutet also, genau wie Position 1, wie die schlüsselgebundene Fahrerposition, ihr braucht im Endeffekt nur hier drauf zu tippen und schon fährt der Sitz in die ideale Position. Also wie ich schon sagte, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier Dinge abzuspeichern. Eine Sache ist mir tatsächlich auch noch wichtig. Und zwar, ich habe auch schon einige Anfragen von YouTubern gesehen, die gesagt haben, hey, ich habe mir die Spiegel nochmal eingestellt, ich habe mir das Head-Up-Display nochmal eingestellt, aber der hat sich das nicht gemerkt. Ja, das ist tatsächlich richtig, denn es kann ja sein, dass ihr an dem einen Tag irgendwie beispielsweise eine Jacke anhatte, dann sitzt ihr ein bisschen anders. Stellt euch den Spiegel ein und am nächsten Tag sitzt ihr wieder normal. Deswegen hat sich Mazda nicht entschieden, die dann eingestellte Spiegelposition automatisch abzuspeichern, sondern ihr müsst es wirklich nochmal aktiv tun. Und dafür gibt es ja dann diese Stifte. Das heißt also, ihr würdet euch jetzt zum Beispiel das Head-Up-Display nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Ihr würdet euch die Spiegel nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Und dann würdet ihr jetzt zum Beispiel hier bei der Fahrerposition 1 gehen und sagen, hier, die jetzige Position bitte nochmal speichern. Und dann wird es also jetzt so abgespeichert, wie ihr das gerade getan habt. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, nicht
immer automatisch alles gespeichert, was sich verändert hat, sondern immer nur dann, wenn ihr es aktiv tut. So, ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Tipps jetzt hier mal mit an die Hand geben zum Thema Abspeichern von diversen Funktionen, Memory-Funktionen und was es noch alles in diesem Auto gibt. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Punkte dabei, die ihr noch nicht gekannt habt. Wenn euch dieses Video gefällt, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, der ist absolut kostenlos für euch und denkt auch dran, die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt es mir immer in die Kommentare rein und ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao!